Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Test-KI-Kampf mit eurer neuen Community-KI. Ja, ich habe sie jetzt endlich mal fertig gemacht und dann heute den ganzen Tag, beziehungsweise nicht den ganzen Tag, aber nur mehrere Stunden wieder ausprobiert, wie die AIC und die AIV so ein bisschen, mehr oder weniger ineinander greifen. Es ist jetzt so, ich habe jetzt noch keinen richtigen Namen, deswegen steht da jetzt da oben, also hier oben, Granny und die Alte, ne? Das ist jetzt nicht der endgültige Name. Sie ersetzt dem Wazir und hat da auch noch die Sprüche von denen. Ich habe die extra nicht reingemacht, weil ich euch fragen will nach dem Video oder in dem Video oder wie auch immer. Wenn ihr da schon irgendwelche Gedanken habt oder so, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Wie die Frau mit den KIs, mit euch, mit uns während des KI-Kampfes halt redet. Mit welcher Stimmlage, mit welchen Worten vielleicht nicht, das werde ich mir dann selber ausdenken, aber vielleicht so eine Richtung, was die sagen könnte, weil vor allem, wenn sie die gegnerische KI ausschaltet, also den Kampf halt gewinnt, ist mir sehr schwer gefallen, da mir irgendwas auszudenken und ich wollte da jetzt nicht irgendwie was davor greifen, vielleicht hat sich da schon der ein oder andere, ich weiß es ja nicht, irgendwelche Gedanken dazu gemacht und kann mir da irgendwas sagen oder will da irgendwas sagen. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall euch fragen, wie der Name heißen soll, der KI, was sie vielleicht auch für Farbe haben soll und, also jetzt erstmal rot und was sie vielleicht sagen soll, ob die irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Oma-haft redet oder so oder, ist mir ein bisschen sehr schwer gefallen und ich wollte da jetzt nicht irgendwie was von wegnehmen, deswegen schauen wir uns erstmal jetzt den Testkampf an. Es ist wie gesagt ein Testkampf und kein richtiger KI-Kampf gegen die Ratte, gegen die Pilafsche Ratte und wir starten hier mit 4000 Gold auf Silence und gucken uns einfach mal an, wie sie jetzt performt. Bis gleich. So, also ich habe jetzt hier die Sprachlautstärke auf komplett ausgedreht, weil sonst redet der Wazir und das brauchen wir ja wirklich nicht. Wie gesagt, die ganzen Sprüche und so weiter, die sind noch nicht fest. Ich habe jetzt auch ein wenig mich von der Burg abgewandt, weil das in dem AIV-Editor ein wenig, schwieriger war, als ich dachte, die Burg so nachzubauen. Ich habe jetzt von der letzten Umfrage mit den Bogen die Variante 3 genommen. Oder? Ist es die Variante 3? Ich blende es hier einfach mal ein, welche Burg ich jetzt meine. Und habe die versucht nachzubauen, habe so ein paar Sachen abändern müssen, weil es einfach sonst spielemechanisch nicht geklappt hätte. Ne? Ich habe hier auch neben meinem Aufnahmeprogramm die AIC noch offen, da kann ich euch noch ein bisschen was vorlesen. Und weil die braucht jetzt ein Stück, bis die hier die Pilafsche Ratte fertig macht, wegen den ganzen Bogenschützen, die sie hier immer auf den Keep hat. Und genau. Ne? Ihr könnt euch jetzt erstmal hier so ein bisschen die Burg angucken, wie die hier aufgebaut wird. Es ist noch nicht die finale Build-Order. Ne? Ihr kennt mich, Build-Orders sind nicht so meine Stärke, deswegen wird da auf jeden Fall nochmal irgendwann Hand angelegt. Gut. Also, die KI hat jetzt insgesamt 2 Steinbrüche maximal und 3 Eisenminen. Sie hat keinen einzigen Armorer, also keinen Rüstungsmacher für ihre Pikiniere und auch die Einstellungen für die Piken an sich habe ich nur auf, also für die Pikenmacher habe ich nur auf Speere, also Lanzen gestellt, weil das Ding war, irgendwann war die Waffenkammer hier komplett voll mit Piken und hatte dann kaum oder ultra wenig Platz für Lanzen und deswegen, war das halt einfach ein bisschen Quatsch und man hätte zwar jetzt einfach sagen können, okay, die Piken kann man in die Verkaufsressourcen reinstellen, aber dann verkauft die Piken und kauft gleich wieder neue Piken. Also das macht ja gar keinen Sinn.
So, und deswegen kauft sie sich nur ein paar Piken für die, es sind ja auch kaum Pikiniere, nur ein paar im Raid und ein paar im Angriff. Und mehr sind es ja nicht. Es sind, glaube ich, weniger als 20 Pikiniere in dem gesamten Angriffssystem oder in der ganzen Angriffsmechanik drin. Und jetzt sieht man hier mal den ersten Angriff. Ich habe die Anzahl der Leiterträger noch ein wenig erhöht. Und die Sklaven sind hier kleine Engage-Truppen. Die rennen halt hier auf die Burg zu. Die halten nichts aus. Also, ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind die schneller weg, als sie irgendwie ausgebildet werden. Sie hat 2 Sturmböcke und einen Belagerungsturm und dann die Leiterträger, verzichtet also komplett auf Steine werfenden Geräte quasi. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Hat auf jeden Fall dann 12 also AIC Holzfäller und noch ein paar hier AIV Holzfäller. Ich fand die Idee vom Bum Bum echt cool mit dieser Mechanik oder mit der Einstellung quasi der KI früh die Jäger zu geben und dann erst im Laufe des Spiels die Bäckereien halt zu geben. Die Idee fand ich eigentlich recht cool. Er hatte zwar, glaube ich, gesagt, dass sie dann Käsereien bekommen soll, aber ja, gut, ich habe da nun mal jetzt die Umfrage gemacht und will da jetzt nicht unbedingt so viel gegen euch dann argumentieren, weil sonst hätte ich mir die ja sparen können, die Umfragen. Aber sie hat jetzt hier am Anfang, und die baut sie echt schnell am Anfang, die Jäger hier, die auch ihr sehr viel, also zumindest so viel, wie es halt gibt, ne, dann Fleisch geben und so einen kleinen Anfangsboost mit reinschallern. Ne? Und somit kriegt sie da auch ein paar mehr Gold und ja, somit auch ihre Angriffe ein bisschen schneller raus. Also fand ich gar nicht schlecht, die Idee. Ja, jetzt sieht man hier nochmal den Angriff. Warum die hier nicht so wirklich geil auf die Leitern gehen, das ist natürlich andersweitig bescheuert, aber es sind relativ viele Buddeltruppen mit drin. Da hat sie ja relativ viel und genau. So, jetzt gehen wir hier erstmal noch weiter auf die Wirtschaft ein. Ich suche die ganze Zeit hier die maximalen, ach, da steht's. Sie hat maximal 10 Farmen und mehr Apfelfarmen als Weizenfarmen, weil sie einfach nicht so eine große Brot-Eco hat. Deswegen braucht sie da auch nicht so viele Apfelfarmen. Ich könnte mir da auch vorstellen, jetzt hat sie ja insgesamt 3 gebaut. Oder sind es 3? Ne, es sind 4. 4, dass ich vielleicht noch mal einen Weizenfarmenplatz aus der Liste rausstreiche und das zu einer Apfelfarm ummodel. So, sie lagert insgesamt 192 Holz ein in ihrem Vorratslager. Fand ich eigentlich relativ in Ordnung, weil ja, die ist ja eine sehr holzlastige KI mit ihren leichten Truppen und somit ja, passt es eigentlich ganz gut, dass sie da so viel Holz einlagert. Dann 46 Stein und 10 andere Ressourcen. Ja, das ist jetzt alles mögliche. Eisen verkauft sie ja sofort, also da lagert sie ja gar keins ein. Das bekommt sie rein und verkauft sie auch sofort wieder. So, dann die Lanzenmacher-Einstellungen habe ich gesagt. Was noch was Interessantes? Ich habe, glaube ich, noch irgendwas verändert, aber ich sehe es gerade nicht, wo es ist. Ihr könnt hier erstmal nochmal den Angriff angucken. Ich werde vielleicht werde ich hier nochmal die Zeit erhöhen, bis die ersten Truppen hier losrennen. Wenn wenn der Belagerungsturm bzw. die ersten Sturmböcke halt aufgebaut sind, weil die Truppen rennen halt jetzt zurzeit so schnell los, da sind die Belagerungsgeräte noch gar nicht, alles klar, die spawnen ja mitten aus dem Nichts, einfach noch gar nicht, meistens noch gar nicht aufgebaut. Und genauso ist es mit den Leiterträgern, die
sind halt dann so schnell weggeschossen. Also vielleicht werde ich dann nochmal ein bisschen die Zeit erhöhen, dass die sich hier noch ein bisschen länger sammeln. Jetzt nicht zu sehr, weil sonst geht's bei KIs, die halt wieder Mangen en masse haben, wieder so ins Gematsche rein, weil die ja dann sich zu lange vor der Burg sammeln und sich dann einfach abballern lassen. So, mal kurz ein bisschen weiter runter gescrollt hier in der AIC. Also ich habe die Einstellungen jetzt so gemacht, dass sie erst auf die Verteidigung geht, so wie ich es in der Umfrage auch mal angesprochen hatte. Also Verteidigungstruppen erst priorisiert, ausbildet, dann die Angriffstruppen und zuletzt dann die Raid-Truppen. Sie hat jetzt auch 18 Raid-Truppen. Davon sind die Mehrheit nur Sperrkämpfer. Rennen ja gerade welche rum? Nee. Der hier vielleicht? Der rennt aber ganz schön fix. Ja, hier rennen ein paar. Und 2 Pikiniere oder ja. Also meistens sind es 2 Pikiniere. Es können auch mal mehr sein, je nachdem in welchen Rhythmus die KI ist. Also ja, die machen jetzt nicht allzu viel. Ist ein bisschen schniekes Beiwerk oder so. Die Pikiniere können vielleicht ein bisschen was machen, weil die ein bisschen mehr aushalten. Aber gegen KIs, die sehr viel auf Armbrustschützen gehen, haben die da auch keine Chance. So, 3 Feuerballisten, die sieht man auch hier schon mal ganz gut, dass die ganz gut reinholzen. Dann die Attack for Space habe ich auf 61 bis jetzt erstmal gestellt. Weiß ich jetzt nicht. Passt eigentlich ganz gut zu der KI. Da kommt sie auf jeden Fall ordentlich flüssig raus und sammelt hier nicht Ewigkeiten die Truppen und kann vor allem auch ein bisschen was machen mit ihren Truppen, dass die nicht gleich weggeschossen werden. Die benutzen alle nicht einen Belagerungsturm. Den Belagerungsturm finde ich aber schon mal ganz cool, denn jetzt, ich hoffe, die Ratte hier verliert noch nicht. Will eigentlich noch ein bisschen mehr reden. Aber sie hat verloren. Toll. Naja gut. Ja, das hören wir uns jetzt nicht an, weil, also das hört ihr auf jeden Fall nicht, weil es ein Testkampf, wie gesagt, ist. Und dann kicke ich die Ratte hier mal kurz raus und setze mal den Sultan rein. Beziehungsweise, ja, Kalif will ich jetzt nicht, weil das mit dem Feuer ist ein bisschen nervig. Ich nehme jetzt einfach mal einen Sultan. Vielleicht kann der ja noch ein bisschen mehr was machen. Gehe ja mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Jetzt seht ihr auch nochmal die Anfangsphase mit den ganzen Jägern hier auf jeden Fall. Je nachdem, wie viel Wild halt auf der Karte ist, ne, ist klar. Und genau, so. Dann die defensiven Buddeltruppen habe ich auch ein wenig erhöht. Sind jetzt statt 9, 12, weil sie einfach ewig braucht, sonst um ihren Burggraben aufzuheben. Ich habe ja auch relativ viele Startsperrkämpfer gegeben. Es sind, glaube ich, 22 oder 20 Stück. Und damit sie einfach, also der Burggraben so fett wie der normal ist, ich finde den aber cool, wenn der so fett ist, vor allem hier die Seite und die Seite hier, braucht sie sonst einfach gefühlt 80 Jahrhunderte, bis sie da mal hier geschlossen ist. Und hier ist der ja offen und somit, ja, können dann die ganze Zeit die angreifenden Truppen hineinspazieren, ohne da irgendwas zu machen, und dann geht sie halt komplett flöten. Also die defensiven Buddeltruppen erhöht. So, dann Vanguard-Pikiniere. Das sind die einzigen Pikiniere, die mit in der Angriffsarmee drin sind. Hat sie nur 11, wie ich es auch in der Umfrage gemacht hatte. Und dann hat sie noch ein paar veränderte Patrol, also Attack Unit Patrol. Das sind die Angriffsbogenschützen, die hier immer mit rumrammeln und dann die ganzen Gegner halt wegschießen. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich ihr die kompletten Backup-Slinger, die hatte ja vorher auch noch Slinger mit dabei, wegnehme. Das Problem ist bei den Backup-Slingern, wenn der Angriff vorbei ist und die angreifenden Truppen, zumindest mal war es größtenteils der Angriff immer so, dass wenn die angreifenden Truppen von ihr nicht durchgebrochen sind, dann stehen die Slinger hier einfach ultra lang, also wirklich richtig lang. Und guck mal, wann der erste Angriff rauskommt. 11:83 kommt der erste Angriff. Richtig lang hier rum und ja,
Dadurch, dass dann auch 29 Slinger waren, haben die halt alles weggeslingert, außer halt Bogenschützen. Aber sämtliche Sortie-Units, die halt auf Nahkampf gehen, die ja, haben die halt einfach sowas von weggeslingert und die hat halt die ganze Zeit keine Angriffstruppen ausgebildet. Und das fand ich halt einfach richtig blöd. Deswegen habe ich die jetzt weggenommen, habe die 29 Einheiten in die Patrol-Bogenschützen, also in die Angriffsbogenschützen reingesetzt. Jetzt hat sie nicht 68, sondern 97 Angriffsbogenschützen. Weiß nicht, ob das zu viel ist. Könnt ihr ja mal eure Meinung dazu mir in die Kommentare schreiben, ob ihr da das auch so befürwortet oder nicht. Aber ja, die Backup, die waren halt einfach hinderlich und nervig. So, dann die Engage-Truppen, 11 Sklaven, die kann man wahrscheinlich vielleicht auch nochmal abändern in Speerträger. Die Sklaven machen halt quasi einfach fast gar nichts, weil sie halten erstens nichts aus. Und zweitens teilen sie auch gar nichts aus. Ne? Also da kann man es auch eigentlich lassen, aber ich fand es halt eigentlich ganz cool, nochmal so eine andere Truppenart in dieser Armee halt drin zu haben. Ja, man hat's so gut gesehen, wie schnell die einfach weggemacht wurden. Hier haben wir gepanzerte, habe ich auch noch nie getestet, gegen gepanzerte KIs. Und dann die Hauptarmee besteht nur aus Speerkämpfern. Ja, Attack Max Default ist ja dieser Wert, der dann bestimmt, in welchem Maße die Hauptarmee zu den, oder im Gegensatz zu den ja, Vanguard-Truppen, Attack Unit Patrol Truppen, also wie viel da rein gemischt wird, bevor die ganzen verschiedenen Werte ihren maximalen Wert, ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber die Leute, die es verstehen, die wissen, glaube ich, was ich meine, erreicht ist. Und der steht bei mir auf 130, also sie bildet relativ viel von den anderen, ja, ich nenne es jetzt mal Truppengattungen aus, dass sie da auch mehr Bogenschützen hat, mehr Angriffsbuddeltruppen oder die 11 Pikiniere. Gut, die sind sehr schnell erreicht, aber ja, sie skaliert auf jeden Fall nur mit Schwertkämpfern. Also wer jetzt denkt, hier, ich habe ja dann Pikiniere in die skalierbaren Hauptarmee oder in die skalierbare Hauptarmee gegeben, da kann ich dann beruhigt, oder da kann ich Ihnen beruhigt sagen, dass es nicht so ist. Ja, die Belagerungsgeräte sind mal wieder sehr geil aufgebaut, vor allem hier hinten die. Und ich habe mal, wie viele Leiterträger hatten die gute Frau? Das sind 21, da steht's. 21 Leiterträger hat sie jetzt, also ein bisschen mehr als in der Umfrage angegeben. Und passt eigentlich, denke ich, auch. Also die Leiterträger, weiß jetzt nicht, warum die ganzen Speerkämpfer jetzt nicht über die Leitern hochgehen. Vielleicht, weil hier schon überall angeknabbert ist und kein direkter Bergfriedzugang gegeben ist. Aber das Ding ist nun mal, wenn sie jetzt, sie ist auch so eine kleine Unterstützungs-KI, das wolltet ihr ja so haben, dass sie auch unterstützend wirken kann. Und vor allem mit dem Belagerungsturm kann sie dann auch solchen schwerfälligen KIs wie König Ludwig Bär oder ja, meinetwegen auch Saladin oder so noch so einen kleinen Belagerungsturm spendieren, wenn sie denn dann nun zusammen angreifen. Aber sie greift eigentlich so oft an, dass sie da schon sehr oft den Belagerungsturm bauen kann. Braucht natürlich eine Anlegestelle und der Belagerungsturm muss natürlich funktionieren und vorrücken, weil sonst bringt es ja absolut nichts. Die Wirtschaft ist auch, ja, man sieht's, ich weiß nicht, in dem Ausmaß vielleicht ein bisschen zu stark. Ich werde vielleicht hier ein paar Bogenmacher und ein paar Lanzenmacher nochmal wegnehmen und dann insgesamt auch ein Haus wegnehmen. Dann hat sie
um die, ich glaube, also wenn das Haus dann weg ist, sind es, glaube ich, 88 Gebäude. Ne, 90. Also 90 Bevölkerung hat sie dann, weil 10 Startbauern sind ja mit dabei. Und ja, man sieht hier die Bogenschützen, die können ganz gut austeilen, skalieren natürlich noch höher, sind natürlich jetzt nicht die ausgereizte Anzahl von 97 Bogenschützen, aber jetzt sollte hier Sultan fallen und ja, genau, das ist jetzt hier Ende Gelände. Gehen ja auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit, brauchen wir ja nicht hochgehen. Hä? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das ist ja nur ein Testvideo, ja. Man sieht hier 31.000 für eine Stufe 2 KI. Vielleicht ein bisschen viel. Sie hat jetzt 90. Also wie gesagt, ein Haus würde ich wegnehmen, damit sie da auf jeden Fall noch ein wenig weniger wirtschaften kann. Oder man kann auch anders argumentieren. Umso mehr Gold sie hat, umso besser kommt ihre Armee raus, umso flüssiger kann sie einfach rekrutieren, umso mehr geht sie den anderen KIs auf den Sack. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und sie braucht ja auch relativ wenig Zeit. Also 11:83 hat sie, glaube ich, den ersten Angriff rausgesetzt. Das ist die schnellste Zeit, die ich jemals von meiner KI oder von einer meiner KIs gesehen habe. Und deswegen, ja, also ich bin echt erstaunt, dass die so gut funktioniert. Klar, ich musste ein paar Sachen anfassen. Sie geht übrigens auch auf Closest. Ihr könnt ja mir mal gerne Namensvorschläge, vielleicht auch irgendwelche Ideen, was sie so erzählen kann, mir in die Kommentare schreiben. Wenn da jetzt nicht irgendwie was groß drin steht, dann werde ich mir da trotzdem irgendwas selber ausdenken. Ich wollte euch halt einfach mit einbinden. So, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, wenn's... Ja, ich glaube, ich mache so 3 Tests gegen die KI, bevor ich dann... Oder gegen KIs, bevor dann das offizielle Vorstellungsvideo rauskommt. Genau. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.